Dieses Zeichen ging während der Pandemie viral. Es stellt einen Hilferuf dar, der, ohne dass es der oder die Täterin merkt, darauf aufmerksam machen soll, dass die Person, die das Zeichen gibt, von Gewalt bedroht ist oder Gewalt erfährt und dringend Hilfe benötigt. In diesem Video wird es um Gewalt in romantischen Beziehungen gehen. Wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, schaltet nun lieber weg. Seid ihr bereit? Dann los! Beispiele von Gewalt in Beziehung sind körperliche, sexuelle, seelische, soziale oder auch ökonomische Gewalt. Diese Gewalt kann überall stattfinden. Es ist nicht der Tatort, der die Handlung zur Gewalt macht. Sie kann zum Beispiel in der Uni, an der Schule, an öffentlichen Plätzen, in der Kindertagesstätte oder auch an anderen Orten stattfinden. Wichtig ist, Gewalt in Beziehung kann alle treffen. Das heißt wirklich alle Menschen, egal wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben oder welcher sozialen Schicht sie angehören. Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, wie kann ich Warnzeichen erkennen? Wo fängt Gewalt an und ab wann gilt eine Beziehung überhaupt als gewaltsam? Warnzeichen sind zum Beispiel, wenn euer Freund oder eure Freundin wütend oder eifersüchtig wird, wenn ihr euch mit FreundInnen treffen möchtet. Versucht euch zu kontrollieren, zum Beispiel wo ihr seid, mit wem ihr euch trefft, wie ihr euch anzieht oder was ihr sagt, euch demütigt oder euch das Gefühl gibt, wertlos zu sein, euch sexuell unter Druck setzt, euch bei Problemen die Schuld gibt, euch damit droht, euch oder sich selbst zu verletzen, wenn ihr die Beziehung beendet, in früheren Beziehungen zugeschlagen hat und behauptet, dass der oder die andere schuld gewesen sei. Prinzipiell gilt aber, wenn ihr euch in eurer Beziehung verängstigt oder bedroht fühlt, dann nehmt diese Gefühle ernst. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Grenzen mehr und mehr verschwimmen, ihr mehr Zugeständnisse macht, als euch gut tut oder ihr euch deswegen verunsichert fühlt, dann ist der Punkt erreicht, dass ihr eure Beziehung hinterfragen solltet. Wenn ihr jetzt denkt, dass ihr vielleicht in einer gewaltsamen Beziehung lebt oder gelebt habt, kann es sinnvoll sein, dass ihr euch professionelle Hilfe sucht. Vielleicht braucht ihr diese Hilfe, um Erlebnisse aufzuarbeiten oder Hintergründe besser zu verstehen. Vielleicht braucht ihr auch Begleitung bei einer Trennung. In jedem Fall lohnt es sich, dass ihr euch mit einer Frauenberatungsstelle oder einem Frauennotruf in Verbindung setzt. So können euch ausgebildete Menschen unterstützen und zum Beispiel dabei helfen, geeignete TherapeutInnen zu finden. Wenn ihr das Gefühl habt, dass in eurem FreundInnenkreis oder in eurer Nachbarinnenschaft gewaltsame Beziehungen stattfinden, seid aufmerksam. Sprecht die betroffene Person an und fragt vorsichtig nach, ob alles in Ordnung ist. Ihr könnt auch Hilfe, zum Beispiel bei dem Besuch von Ärztinnen oder Beratungsstellen anbieten. Versucht außerdem, akute Konfliktsituationen zu unterbrechen. Ihr könnt zum Beispiel unter einem Vorwand klingeln und nach Mehl oder Eiern fragen. Wichtig ist aber, dass ihr euch dabei sicher fühlt. Wenn ihr eine bedrohliche Situation seht oder hört, solltet ihr nicht zögern, den polizeilichen Notruf zu rufen. Sprecht außerdem mit anderen darüber. Ihr könnt auch Flyer von Hilfsangeboten im Hausflur aufhängen oder einen Zettel mit der Rufnummer des bundesweiten Hilfetelefons in die Briefkästen werfen. Wie immer verlinken wir euch weitere Beratungs- und Hilfsangebote in der Bio. Schaut gerne auch unsere anderen Videos, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback. Also schreibt uns gerne oder kommentiert unsere Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Verbreitung der Informationen genauso wichtig findet wie wir, dann folgt uns und/oder teilt unsere Videos unbedingt.